Tja, dieser Herbenenttäuschung heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Wie ihr unschwer erkennen konntet, sind wir da, wo wir hin wollten, nicht hingekommen, weil es einfach betreten verboten ist, Privatgelände, Tor geschlossen etc. pp. Ja, man kann es nicht ändern. Ich hatte mir aber im Vorfeld schon gedacht, dass hier nicht sonderlich viel zu holen ist. Wir haben hier aber neben dem Feuerstellungsbereich auch noch den IFC-Bereich, also Integrated Fire Control. Da steht noch ein bisschen was. Wir gucken gleich mal, inwiefern wir da noch was sehen können. Vorab allerdings, damit wir wenigstens etwas hier noch mitnehmen, haben wir hier immerhin so eine Informationstafel aufgestellt, die eben an diese Nike-Stellung erinnert. Ja, das Ganze filme ich euch jetzt mal ebenso ab. Ihr könnt das dann, je nachdem, wahrscheinlich so schnell wird man es jetzt nicht lesen können, könnt ihr es dann natürlich auf Pause stellen oder nochmal durchlesen. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass wir hier so eine detaillierte Skizze, beziehungsweise es ist keine Skizze, es ist ein richtiger Plan, das ist ja ein richtiger Bauplan dieses Feuerbereichs haben, des Abschlussbereichs. Sieht man natürlich jetzt auch nicht mega viel drauf, eben aufgrund der sehr kleinen Darstellung und natürlich auch dessen, dass das hier alles sehr verwittert ist schon oder eben dann nicht entsprechend gepflegt wird. Egal, ich finde es allein schon mal cool, dass überhaupt so ein Ding da drauf steht. So, dann haben wir hier noch eine Luftaufnahme von anno dazu mal, wie das dann eben mal aussah. Wir sehen auch hier, wenn wir mal näher rangehen, sehen wir auch die Raketen aufgestellt. Das war dann wahrscheinlich eben gerade zu einer Übung. Und dann gehe ich hier noch mal eben runter, dass ihr das auch noch sehen könnt. So, das war es dann aber auch. Hier noch eine Aufnahme, die ist auch eigentlich ziemlich bekannt, glaube ich, im Internet. Die haben wir schon öfter mal gesehen. Gut, also so viel jetzt erstmal hier zum Feuerstellungsbereich. Wir gehen jetzt hier vorne noch mal eben hoch und machen hier noch einen kleinen Marsch, sage ich mal, und wenn wir da noch irgendwas sehen sollten aus diesem Bereich, dann nehme ich euch wieder dazu. Ja, also offensichtlich ist es so, dass man hier um diese komplette Feuerstellung einmal drum herum gehen kann. Und hier ist halt wirklich so ein ausgewiesener, von der Stadt ausgewiesener Wanderweg. Und wir sind jetzt hier auf der Ecke. Ne, das werde ich euch einzeichnen, wo das genau ist. Und ja, ihr seht da vielleicht im Hintergrund schon etwas. Und das ist doch tatsächlich ein ehemaliger Wachturm. Das ist eine Holzkonstruktion. Und da gehen wir mal eben ein bisschen näher an den Zaun ran, damit wir das mal eben etwas genauer beleuchten können, das Ganze. Also zunächst mal seht ihr hier Zaun. Dann sehen wir hier diverse Elemente schon am Boden liegen. Das heißt also hier diese Treppe, das ist schon alles runtergekommen. Ach, guck mal hier. Da vorne seht ihr auch genau da, geradeaus jetzt, das ist die ehemalige Heizung, die da oben mal drauf war. Und ja, so sieht das Ding dann von oben aus. Das heißt, der gesamte Kanzelbereich, der da oben sich mal befand, der ist schon runtergekommen, der ist nicht mehr da. Alles kaputt. Und was auch interessant ist, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, ihr müsstet da hinten genau geradeaus eben nochmal einen zweiten Zaun sehen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch zwei Zäune, einen inneren und einen äußeren Zaun. So, wir gehen jetzt hier einmal komplett rum. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes. Dann haben wir wenigstens das dokumentiert. Ja, also das Einzige, was ich euch jetzt hier noch zeigen kann, ist dieses Betonteil hier, wofür das mal da war. Das entzieht sich leider auch meiner Kenntnis. Für den Rest bin ich dann doch, ja, ich muss sagen, recht unmotiviert. Tut mir irgendwie auch leid, aber wir kommen halt aus der Richtung. Hier ist der Zaun, der geht hier weiter. Man kann hier gar nicht weiter gehen. Hier haben wir ein riesen Tal. Das würde irgendwo da hinten geht der Weg dann weiter, also komplett eben nicht mehr entlang des Feuerbereichs, der Feuerstellung, mein Gott. Und ja, deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht weiter. Da vorne wird es auch unwegsam. Und
ja, dieses Ding ist noch da und jetzt verlegen wir zum IFC. Ihr hattet das gerade schon in der Anfahrt gesehen, weil ich dachte mir auch, okay, hier wird es wahrscheinlich auch nicht so viel zu filmen geben. Filmst du wenigstens mal die Auffahrt, dass sich ehemalige da mal daran erinnern können, ah ja, da ging es ja so steil hoch und so weiter, einfach um ein paar schöne Eindrücke zu sammeln. Kommst du hier oben an, ist es natürlich wieder mal die klassische Situation. Verlässt hier sogar jemand dieses Gelände und ist noch ein Wanderer unterwegs. Also konnte ich das dann nicht hier so weiter filmen. Ich habe dann erstmal den Wagen woanders hingestellt, auf dem Wandererparkplatz, bin dann hier nochmal zu Fuß hoch und zeige euch hier vor uns liegend eben den Eingang zur ehemaligen IFC. So, diese IFC hat eine weitere Geschichte auch, denn nachdem die Holländer hier das geräumt haben, sind die Engländer hier drauf gegangen. Das Ganze steht da vorne auf der Tafel. Ich finde die Tafel sehr gut gestaltet. Es gibt aber das eine oder andere Manko, dem werden wir gleich mal eben auf den Grund gehen und vielleicht können wir es auch dann auflösen. Also solche Videos hier, wo man nicht viel sehen kann, bieten dann wenigstens noch irgendwie Anlass, da so ein bisschen archäologisch tätig zu werden oder auch mal ein bisschen mehr Recherche zu betreiben wieder, um das Ganze noch interessanter zu gestalten. Ja, wir haben auf jeden Fall hier vor dem eigentlichen Eingang irgendwelche Betonstrukturen jetzt irgendwie so als Müllablageplatz genutzt. Das steht hier halt. Ich kann euch da wirklich nichts zu sagen, was das mal gewesen sein soll. Hier haben wir auch noch so einen Klöppel rumliegen. Ne, das sieht schon wieder aus, als wenn das, sage ich mal, aus Wehrmachtstagen kommt. Wehrmacht, ja, ich habe keine Ahnung, ob hier mal irgendwo was von der Wehrmacht war. Das ist jetzt nur, ich sage nur, dass es optisch den Eindruck macht. Und dieses da hinten macht dann eher den optischen Eindruck eines Kalten Kriegszeitzeugnisses. Spielt aber gar keine Rolle. Wir gehen mal eben kurz hier zu der Tafel. Spuren des Kalten Krieges, so, Feuerleitstelle und Trainingsradaranlage. Das ist nämlich von den Engländern gemacht worden. Die haben das nämlich bis 92 hier noch betrieben. Und wir sehen hier, die Karte ist ja einfach besser gepflegt. Ne? Hier ist nicht so viel Grünspan drauf. Und das macht einen recht ordentlichen Eindruck. Ich filme euch das mal eben hier ab. Es ist wirklich, oder warte mal, ich mache das so. Ich mache das mal so, eine Totaleinstellung. So, jetzt könnt ihr alles lesen. Stellt auch bitte auf Pause und lest euch das durch. Das ist nämlich wirklich interessant geschrieben. So, Pause vorbei. Wir gehen auf den unteren Bereich. Das filme ich euch auch genauso ab, wie es da steht. Macht auch da bitte einmal Pause und lest euch das ganze Ding durch. Es ist wirklich interessant. So, okay, genug gelesen. Was mir jetzt hier dran auffällt, wir haben hier einmal eine Skizze, so einen Lageplan, wo das, was alles steht, was da mal war. Und hier haben wir eine Übersicht. Diese allerdings, die Luftaufnahme ist von 1980. Und auf dieser Luftaufnahme fällt uns, ich sag mal so, markant einmal diese Struktur auf und der Hubschrauberlandeplatz. Jetzt gehen wir mal auf die Skizze. Da haben wir auch diese Struktur, das ist die 11 und das ist der sogenannte Testmast. So, die 12 ist der Hubschrauberlandeplatz, das ist klar erkennbar. Wir haben hier allerdings auch eine 4 und die 4, die läuft unter Generatorengebäude. Und wenn das jetzt so, wie es da steht, richtig ist, dann muss dieses Generatorengebäude erst zu Zeiten der englischen Nutzung gekommen sein oder eben später, weil ihr seht, hier ist kein Generatorengebäude. Wir haben allerdings hier vorne so ein Gebäude mit irgendwie was dran. Ob es sich dabei um diese Struktur handelt, 13, 14 und 15, das vermag ich jetzt auch nicht wirklich zu sagen. Es könnte allerdings so sein. Denn was man hier drauf sieht, sieht alles von der Struktur her ein bisschen anders aus, als das, was man letzten Endes dann hier drauf erkennen kann. Also so richtig super ist die Skizze nicht.
was mir auch aufgefallen ist, ihr seht ja 13, 14 und 15 und jetzt guckt mal in die Legende rein. Ja, so, hallo, hallo, wo sind Sie denn? Ja, wir sind gar nicht da, uns hat man nicht eingetragen. Ja, ist eben so, ne? Ist nicht da, kann man gar nicht sagen, was das jetzt sein soll. Also von daher, zum einen ist die Karte sehr cool, also ich finde das, was da drauf geschrieben ist, finde ich klasse. Aber wenn man sich ein bisschen genauer mit beschäftigt, merkt man dann eben leider auch die Mängel daran. So, den filme ich euch noch ab. Und jetzt gehen wir mal eben gucken, denn der aufmerksame Leser wird gesehen haben, dass hier steht es irgendwo nach dem Abzug der Briten vom Hollandskopf 95. Fast alle Gebäude, blablabla, lediglich das Generatorengebäude blieb erhalten. So dass ich jetzt sagen muss, dieses Generatorengebäude, was ja hier offensichtlich nicht drauf ist, sondern von den Briten erst gebaut wurde, muss ich annehmen anhand der Karte, ist also gar nicht mehr von den Holländern. Klar, haben ja dann auch wohl die Briten gebaut. Also ist von der eigentlichen IFC ist wohl nichts mehr da. Wir haben hier auch mittlerweile eine Windmühle draufstehen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier einmal drum herum und schauen mal, ob wir dort noch Zeugnisse der Vergangenheit finden können. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, liebe werte Einbrecher. Ja, Einbrecher, also gut, Einbrecher. Wir gehen jetzt darum. Genug des Geschwafels. Aua. So. Dann filme ich euch jetzt mal eben kurz die letzten Eindrücke, die es dann hier auf dem Gelände noch gibt. Und zwar direkt vor uns liegt dann der ehemalige Hubschrauberlandeplatz. Den habt ihr ja gerade schon auf der Karte gesehen. Und dann haben wir hier vorne links das größere Gebäude. Das ist dann das sogenannte Generatorengebäude. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch schon herausbekommen, ob das wirklich noch vielleicht von den Holländern sogar gebaut wurde während der letzten 3 Jahre oder ob das eben die Engländer in Betrieb genommen haben. Ja, das ist natürlich jetzt hier an Ort und Stelle für mich nicht herauszubekommen. Das müssen wir dann ein andermal klären. So, jetzt komm du mal hier hin. Hier hin. Also dieser Asphaltbelag und so weiter, der wird auch noch alles original sein. Ja, dann filme ich euch mal eben kurz dieses Generatorengebäude. Wir werden hier nicht lange verweilen auf dem Gelände. Das haben wir jetzt hier stehen. Gucken wir mal, da sind noch Bezeichnungen dran. No Smoking steht da dran. Ja, Shed 4. Shed, was ist Shed? Was heißt das nochmal? Ist egal. Aber es ist erstmal, es ist Englisch. Zunächst mal ist es Englisch. Ach, und dann haben wir hier aber noch andere Teile, die da sind. Und zwar haben wir das hier auch noch. Das ist auch aus der damaligen Zeit. Muss ich ganz stark von ausgehen. Das wird wahrscheinlich englische Struktur sein auch. Denn hier sind überall noch Splitterschutzelemente mit angebracht vor den entsprechenden Belüftungen. Und das hier, ja, zeigt mal her, wie das da aus. Ja, von der Bauweise hat das recht ähnlichen Charakter wie das mit dem Splitterschutz. Ich sehe da jetzt so aber nichts. Ja, hier sehe ich nichts dran. Das kann natürlich auch zu der Windkraftanlage gehören, die hier steht. Ja, hier seht ihr auch noch mal den Splitterschutz vor der Belüftung oder Entlüftung. Schöne Sache. Hier ist sicherlich Kabel durchgeführt worden. Das ist so ein Kabelschacht, so eine Kabelabdeckung. Hier genauso. Ja, also das zähle ich auch zu der alten Struktur, weil aus diesem Gebäude geht diese Kabelabdeckung im Endeffekt da in das Gebäude hinein. Das wird also alles noch von damals aus der Zeit sein, was da vorne steht. Und dieses nehme ich dann an. Demnach ebenfalls. Ja, hier haben wir nämlich auch wieder den Splitterschutz vor dem Gebäude. Hier ist der Hubschrauberlandeplatz. Also ich habe das jetzt hier, denke ich, ausreichend abgefilmt. Ne? Das müssen wir jetzt nicht weiter begucken. Das ist alles gut.
Hubschrauberlandeplatz, richtig klasse. Hier sieht man nämlich auch noch das H für, ja, ihr wisst schon, Bushaltestelle. Ne? Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Das Tor steht übrigens auf. Ne? Also nicht, dass jetzt einer meint, dass hier irgendwas Kurioses passiert wäre. Es ist einfach offen und ja, so ist das dann eben. Ne? Was hier noch anzumerken wäre, wir haben gerade auf der Karte den Testmast haben wir gesehen. Und dieser Testmast, jetzt muss dahin gehen. Ja, dieser Testmast, der befand sich hier vorne. Hier ist jetzt aber offensichtlich Zaun. Dieser Zaun muss später dazugekommen sein. Man hat das dann irgendwann mal hier begradigt, die ganze Geschichte. Das hier ist natürlich auch kein originaler Militärzaun, sag ich mal. So, dieser Testmast, der muss hier vorne gestanden haben. Das heißt, hier überall muss auch noch dann entsprechende Zaunstruktur gewesen sein, die man jetzt wohl so nicht mehr sieht. Biologische Untersuchungen, ja, okay, nicht entfernen, habe ich nicht vor. Wir gehen aber trotzdem einmal eben hier schauen. Nur, dass wir mal eben in dem Bereich waren. So, hier sind auch wieder biologische Untersuchungen, finden hier auch wieder statt. Und hier sieht man noch so eine, ja, so eine Kante. Ich nehme an, dass dieser Testmast wohl auch irgendwie auf Beton stand, dass man das Ganze hier irgendwie entsiegelt hat. Und letzten Endes hat man dann noch diese Fläche hier. Ja, das ist dann alles, was ich jetzt hierzu so auf die Schnelle mal eben finden konnte, weil so viel mehr reicht die Zeit jetzt hier auch nicht. Und den Rest machen wir dann aus dem Off. Ganz kurz noch eben, wenn man hier aus dem Tor rausgeht, sieht man hier auf jeden Fall noch die Zeitzeugen. Da haben wir noch ein bisschen Asphalt und naja, wie gesagt, da unten stand dann der Testmast. Ja, ein bisschen voreilig hier gewesen. Ihr seht da vorne den Zaun und wir sind hier in der Verlängerung, wo eben da hinten früher dieser Testmast stand. Und dann haben wir noch dieses Fundament hier gefunden. Das sieht auch sehr interessant aus. Könnte mir vorstellen, dass hier mal ein Wachturm drauf stand, der das Gelände bzw. der das Umfeld überblickt hat. Das muss ich dann vielleicht auch noch mal in einer historischen Luftaufnahme betrachten, ob das hier zutrefflich ist. Könnte aber gut passen, denn der Zaun, der muss hier vorne lang gegangen sein. Wachtürme standen ja immer relativ nah am Zaun. Prima. Ansonsten richtig tolles Gelände hier. Also Borkholzhausen, super. Kann man mal hinfahren. Ja, Leute, es nimmt kein Ende hier. Es nimmt kein Ende. Ich habe noch was gefunden. Ich habe hier noch was gefunden. Guckt euch das an. Wunderbar. Noch einen kleinen Unterstand. Ja, wunderbar ist allerdings auch, dass ich meine Taschenlampe nicht geladen habe. Das ist auch ganz wunderbar, aber die Handyleuchte bringt uns weiter. Jo, guck ich das an. Ja, das ist alles hier von innen vorbereitet für Fledermausschutz. Gucken wir uns auch nicht weiter an. Ist ziemlich warm hier drin, muss ich sagen. Und dieses Teil, das kennen wir so von der Bauweise auch aus der IFC in Bad Essen. Ja, sieht man vom Weg aus, konnte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Ja, es nimmt hier für uns irgendwie noch kein Ende. Ich bin noch mal so einem Trampelpfad gefolgt und bin da auf jeden Fall auf diese Struktur noch gestoßen. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ihr seht hier den äußeren Zaun auch. Und den hat man eben hier auf so Betonelemente gesetzt, weil das wahrscheinlich sonst nicht genug Halt im Boden gefunden hätte. Also irgendeine Begründung, was das anbelangt, muss es geben. Hier geht es richtig steil runter. Und ja, das ganze Gelände hier ist halt da auch, wie ihr seht, zu der Seite hin mit einer Mauer armiert, gesichert.
Wir gehen da jetzt nicht runter. Wir gehen jetzt wirklich zurück zum Auto und ich schalte damit ins Off. So, komm mal mit, wir müssen hier wieder hoch. Ah, was ein Elend, ey. Das hier ist steiler als die Rampe. Tja, aus dem Off. Ich habe das Video vor ein paar Wochen aufgenommen und ich hatte mich beim Schnitt schon gewundert, was rede ich da eigentlich die ganze Zeit, was ich da aus dem Off machen möchte noch. Das habe ich mir wohl da zu dem Zeitpunkt ausgedacht, dass ich das so machen werde. Und ich wusste jetzt irgendwie gar nicht, ja, was mache ich jetzt eigentlich. Aber dann habe ich nochmal nachgedacht, ja, natürlich können wir hier was aus dem Off machen. Und zwar habe ich euch erstmal jetzt hier eine Übersichtskarte eingeblendet, beziehungsweise eine aktuelle Luftbildaufnahme dieser beiden Liegenschaften, wo wir da heute waren, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren. Da haben wir einmal im linken Bereich, das ist also der westliche Bereich, da befindet sich die IFC, also die Feuerleitstellung. Das ist auf dem Hollandskopf, so nennt er sich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die den wohl nach den Niederländern so benannt haben. Ich weiß gar nicht, ob der vorher auch eine Bezeichnung hatte, aber ich würde sagen, der Zufall, dass das Ding vorher auch schon Hollandskopf hieß, ja, ne, denke ich, kann man ausschließen. Aber wer das besser weiß, der darf das auch gerne in die Kommentare schreiben. Der hat auf jeden Fall eine Höhe von 307 Meter. Dann seht ihr diese ja, recht geschlängelte, ziemlich steile Anfahrt. Die hatte ich eigentlich komplett gefilmt, die Anfahrt. Dann aber aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse, aufgrund des schlechten Scheibenputzes meinerseits gedacht, komm, knick das, tu es raus. Auf jeden Fall diese geschlängelte Anfahrtsstraße ist eben nach diesem beim Verkehrsunfall gestorbenen holländischen oder niederländischen Soldaten benannt. Das ist die Peter-Eggermond-Straße. Dann haben wir in der Mitte des Bildes den Ort Borgholzhausen und rechts davon, also sprich östlich gelegen, da haben wir dann die Nike-Feuerstellung. Da könnt ihr auch schon von oben die drei Feuerstellungsbereiche sehen. Das gucken wir uns gleich nochmal eben ein bisschen aus der Nähe auch an. Und das Ganze liegt am Sundernberg. Also ich sag mal, es liegt so vielleicht etwas im Rücken des Sunderberges. Der hat eine Höhe von 178 Meter. Ja, und jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte eben mal aus der Nähe an. An dieser Stelle zunächst mal danke an den Dennis für die wunderbaren Bildtafeln, die wir hier mal wieder haben. Ihr seht im rechten Bereich eine historische Luftbildaufnahme. Da kann man sehr schön die drei einzelnen Feuerstellungen der Nike-Rakete erkennen. Ebenfalls diese Halle, in der die dann untergestellt war. Wir zoomen da gleich nochmal ein bisschen näher ran. Wir können auch diese quasi drei Vorrichtungen für die Abschussrampen erkennen, wo die gestanden haben. Im linken Bereich, also sprich etwas südwestlich, wenn man das so sagen kann, oder ja, westlich der Feuerstellung. Da ist dann eben der Verwaltungsbereich in dem Sinne, also die Raketenmontagehalle, dann haben wir da die Wache und sicherlich auch irgendein Generatorengebäude und so weiter. Wie genau das jetzt da angeordnet war, vermag ich euch hier aus der Luft nicht zu sagen. Dazu bin ich zu wenig Nerd, beziehungsweise zu wenig im Thema drin. Dann machen wir mal eben hier in dem Zoom-Bild weiter. Wir nehmen uns mal die mittlere Feuerstellung hier. Die andere ist schon aus dem Bild rausgewandert. Da haben wir links wie rechts jeweils einen Splitterschutzwall. Unten zur Öffnung hin, zur Straße hin, ist ebenfalls ein Splitterschutzwall. Dann sehen wir diese drei Punkte, an denen die Abschussvorrichtungen der Nike-Rakete aufgerichtet worden wären. Oben in der Halle, da lagerten die Raketen ja. Und zur Rechten in diesem Splitterschutzwall, da befindet sich ja dieser Bunker, in dem die Bedienmannschaften dann im Falle eines Abschusses so einer Rakete oder auch mehrerer Unterschlupf gefunden hätten. Ja, dann sind wir jetzt hier nochmal eben kurz in dem IFC-Bereich. Ich habe jetzt leider diesen Betonsockel, den ich da noch gefunden habe, wo ich mutmaßte, dort hätte ein Wachturm drauf stehen können. Da habe ich jetzt kein Bild gefunden, wo ich sagen kann, jawohl, ich kann da einen Wachturm drauf identifizieren. Also es mag sein, kann auch sein, dass da eben keiner stand.
Dieses Generatorengebäude oder dieses Generatorgebäude, ich glaube, das war glaube ich, die Einzahl auf dieser Karte genannt. Das ist hier auf jeden Fall auch nicht mit drauf. Das wird also dann wirklich aus britischer Nachnutzung sein. Ansonsten hat die Karte, die wir da vor Ort hatten, ja das eigentlich relativ gut schon erklärt. Dann kommen wir zum Abschluss des Videos. Hier nochmal eine Bildtafel, wo ihr die Aufstellung der Nike-Raketen zu Kalten Kriegstagen sehen könnt. Insgesamt muss ich sagen, die Feuerstellung und auch der Feuerleitbereich, es ist immerhin noch was da. Es gibt andere, da ist gar nichts mehr da. Da sieht man noch was. Der Feuerleitbereich, gut, da ist natürlich jetzt recht wenig noch erhalten, aber wenn man genau hinguckt, findet man eben noch entsprechende Spuren. Schön dort auch, dass die Karte da einfach steht. Der Feuerstellungsbereich selber, der hätte mich natürlich sehr gereizt, da mal drauf zu gehen. Aber ihr habt gesehen, das Tor ist zu. Da ist man eben nicht erwünscht, dass man da drauf geht. Ich weiß auch nicht, ob man da auf Anfrage drauf gekommen wäre. Viele dieser Anfragen, gerade wenn da Leute so ja auch drauf wohnen und dann nicht irgendwas auf diesem Gelände haben, wo sie vielleicht eine gewisse Publicity für haben möchten, die sagen dann von vornherein, nein, wollen wir nicht. Und von daher habe ich da jetzt auch eben nicht weiter nachgefragt. Allgemein findet man im Netz recht viel noch über diese Feuerstellung, auch entsprechende Fotos aus Privatbeständen, die da auf verschiedenen Seiten zu finden sind. Also wer sich da weiter für interessiert, ihr werdet auf jeden Fall fündig werden bei Google dazu. Ja, ich hoffe, das Video, auch wenn wir jetzt nicht allzu viel gesehen haben, hat euch dennoch gut gefallen. Die Ausführungen dann zu den einzelnen Bildtafeln, die der Dennis angefertigt hat. Ich denke, da konnte man doch noch einige Informationen von entnehmen. Lasst mir gerne ein Abo da. Ihr könnt mich auch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen oder PayPal-Spende. Schreibt was in die Kommentare rein, wenn ihr euch da in dem Bereich auskennt oder da irgendwelche Erfahrungen habt. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.